Die Drehstoßtechnik ist international die dominierende Wettkampftechnik im Kugelstoßen. Entscheidend für ihren Erfolg sind eine hohe Drehgeschwindigkeit und eine optimale Torsionsspannung, also die Verwringung zwischen Hüft- und Schulterachse. Die Kugel liegt auf den Fingergrundgelenken, seitlich gestützt von Daumen und kleinem Finger. Sie wird fest, aber nicht verkrampft unter dem Kiefer an den Hals gedrückt. Der Ellbogen befindet sich in Verlängerung der Schulterachse und bildet etwa einen 90-Grad-Winkel zum Rumpf. Zur Vereinfachung werden im Folgenden bei der Beinarbeit die Begriffe links und rechts gemäß der klassischen Rechtshänder-Ausführung verwendet. Am Ende des Videos wird zusätzlich eine Linkshänder-Variante gezeigt. Zu Beginn zeigt der Rücken in Stoßrichtung. Die Füße stehen schulterbreit am hinteren Ringrand. Die Knie sind leicht gebeugt und die Fußspitzen zeigen leicht nach außen. Die Schulterachse wird zurückgedreht, bis der Ellbogen des Stoßarms annähernd in Stoßrichtung zeigt. So entsteht eine erste Vorspannung im Körper. Gleichzeitig verlagert sich das Gewicht auf das rechte Bein, während das linke Bein leicht nach innen rotiert. Nun beginnt das aktive Andrehen des linken Fußes auf dem Ballen nach außen, während sich das Körpergewicht fließend auf das linke Bein verlagert. Das rechte Bein bleibt zunächst in der Ausgangsposition, wodurch eine Spreizbewegung zwischen den Beinen entsteht, die für eine optimale muskuläre Vorspannung für die anschließende Schwungbewegung sorgt. Sobald die linke Fußspitze um 90 Grad nach außen rotiert ist, drückt sich das rechte Bein ab und wird mit einer flachen, schnellen Schwungbewegung mitgeführt. Häufig wird dabei die Ferse leicht angehoben und das Knie angewinkelt, um die Rotation mit einer kurzen Kickbewegung zu unterstützen. Das Bein bleibt dabei aber deutlich unterhalb der Waagerechten. Sobald die linke Fußspitze in Stoßrichtung zeigt, beginnt der Umsprung. Die Bewegung erfolgt flach und der Körperschwerpunkt wird niedrig gehalten. Wichtig ist, dass die Hüftachse der Schulterachse vorauseilt. So entsteht die Körperverwringung. Das rechte Bein wird aktiv in der Ringmitte zu Boden geführt, wobei die Fußspitze etwa im 250-Grad-Winkel entgegen der Stoßrichtung zeigt. Unmittelbar nach dem Aufsetzen erfolgt das Weiterdrehen auf dem rechten Fußballen. Das linke Bein zieht am rechten vorbei und wird zum Stoßbalken geführt, wo der Fuß etwas weiter links als der rechte Fuß aufgesetzt wird. Gleichzeitig wird die Stoßschulter bewusst zurückgehalten. So entsteht die maximale Körperverwringung. Das linke Bein wird stabil als Stemmbein gesetzt. Der Oberkörper ist aufrecht, beide Beine sind leicht gebeugt. Es folgt eine explosive Druck- und Drehbewegung des rechten Beins, woraufhin die Hüfte in Stoßrichtung rotiert. Kurz darauf rotiert auch die Schulterachse nach. Die zuvor aufgebaute Körperverwringung wird dabei aufgelöst, um die finale Beschleunigung zu erzeugen. Entscheidend ist, dass die gegenüberliegende Körperseite inklusive Armen fixiert wird, um die Energie optimal auf die Kugel zu übertragen. Es folgt eine sprunghafte Streckung beider Beine, begleitet von einer explosiven Streckung des Stoßarms, wodurch die Kugel kraftvoll ausgestoßen wird. Nach dem Abstoß folgt ein schneller Beinwechsel mit anschließender Ausrotation über das vordere Bein. So wird die Restgeschwindigkeit abgebremst und ein Übertreten vermieden.